Super. Ich habe ja auch einen Bagger bestellt bei AliExpress. Guck mal, das geiles Lagerfeuer, Pennerfeuer. Es gibt halt aber auch keinen besseren wie dich. Also pass auf, was für ein Lügenbold, Alter. Was geht hier ab? Wasserfab. Das denn bitte? Was bleibt dran? Ich hatte heute einen schlechten Tag. Warum? Erstens ist Montag. Okay. Ja. Zweitens ist mir heute beim Runterfahren in die Halle der Scheibenwischer weggeflogen vom Opel Combo. Es hat geregnet wie die Sau. Das heißt, ich habe so mit meiner Hand draußen gewischt, damit ich überhaupt was sehe. Das hätte ich ja jetzt so gern gesehen. Ja, so, pass auf. Dann haben wir hier vor der Hütte Baustelle, was auch problematisch ist. Was mir auch auf den Sack geht. Dann ist die Frau mit dem Audi gefahren. Da geht die Fahrerscheibe nicht mehr hoch. Natürlich hat es geregnet. Also ist die Karre von innen nass auch gewesen. Jetzt ist der Fensterheber kaputt. Was willst du noch von mir wissen? Ich kann dir aufzählen ohne Ende. Okay, ich frage anders. Wo ist dein Bruder? Der ist da hinten im Audi, glaube ich. Da habe ich seine Kopflampe leuchtet. Was für ein Audi? Was ist das für ein Audi? Hallo? Justin, hör auf mich zu nerven. Warum? Was ist jetzt los? Servus Leute, was geht ab? Ist dir ein Licht aufgegangen? Meint ihr, hey, du hast dich jetzt 2 Meter gedreht, meinst du, ich hab dich da vorne nicht gehört oder was? Ich weiß. Naja, ohne Witz, ihr denkt auch wirklich, wir sind komplett behindert. So, Alla, komm, stell deine Fragen, dass die Zuschauer genau das... Als allererstes, wo hast du die coole Lampe her? Okay, die habe ich zu meinem Geburtstag gekriegt. Okay, das ist schon mal richtig geil. Was machst du an dem Auto jetzt gerade? Was ist das für ein Auto? Erzähl mal. Also, das ist ein Audi 80 Competition Quattro. Willst du wissen, was das ist? Ja, natürlich, klar. Okay. Das ist ein Audi 80 B4. B4 ist die Baureihe. Ne? Gab vorher B3, der sieht ähnlich aus. B2 ist eckiger und so weiter. Also B4 ist hier die Baureihe. Und dieser Competition Quattro ist relativ selten. Ich glaube 2500 Stück wurden gebaut, so in der Kombi. Maximal irgendwie um die 1000 rum. Und das ist quasi ein Auto, was früher so an den Rennsport angelehnt wurde. Ne? Okay, krass. Ja. Und jetzt baue ich Teile aus. Den Namen habe ich letztes Mal schon mal gesagt. Nochmal Schleichwerbung für Markus vom Carbon-Schuppen. Der kriegt nämlich Teile zum Carbon-Laminieren. Hier wird einiges Carbon. Einiges Carbon mit einem roten Faden. So, zumindest haben wir mal so den Plan jetzt. Okay. Ja. Jetzt gehe ich weiter zum Martin spielen. Alles klar. Justin, wo sitzt denn hier das Steuergerät? Am Auto. Weil das Steuergerät muss nämlich weg zum anderen Martin. Weil ich werde 2 scharfe Nockenwellen, 265er einbauen. Mit angepasstem Steuergerät. Und das muss ja auch noch weggeschickt werden, damit er das machen kann, aber das muss man auch erstmal finden. Was passiert denn jetzt? Pass auf. Jens! Ich hab dein altes Mofa wieder zu laut gekriegt. Auf den ganzen Ball. Und da läuft richtig Sprit raus. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Sprit im Tank. Da ist ein Schlauch abgegangen. Bruder, Warum hast du die Abdeckung da drauf gemacht? Der Luca ist dran schuld. Warte hier. Bruder, du kommst hierher. Warte, das sind die helfen. Rennt das? Digga, der spritzt jetzt voll. Ich hab's ja nur mit Idioten zu tun. Guck mal, das geiles Lagerfeuer, Pennerfeuer. Okay, Jens, das ist kein Problem. Digga, Wer ist das überhaupt? Ich bin der Max. Digga, ich schmeiß einfach Spritfilter. Ach, du bist Besucher? Was passiert denn hier jetzt gerade? Ich bin hier gerade überfordert, Alter. Kommt der rein? Da brennt's kurz. Hier, jetzt guck mal kurz nach deinem Mofa. Du musst mal die Nee, Abdeckung pass auf, raushauen. ich mach hier mal den Grill ab und du beruhigst dich mal ein bisschen und machst es kurz selber oder jetzt nimmst du Martin. Du kannst doch nicht hier reinkommen. Alles machst du Kung Fu.
Hey, auf einem Mofa ist man heiß unterwegs, wusstest du das nicht? Hast du das nicht früher gemacht? Ja, so, wenn es schon weiter gedroppt hätte, wärst du auf jeden Fall heiß unterwegs. Ei. Okay, du bist hier reingesprungen, kurz mal ein Salto auf den Mofa geschlagen. Aber was war denn jetzt dran nicht in Ordnung? Kannst du Der mir das Benzinschlauch. Guck, der ist einfach. Nein. Der ist zu alt, der ist ein bisschen Oder alt. du hast doch das Mofa nicht wegen dem Benzinschlauch Ach mitgenommen. so, ja, also das hast du mir ja mitgebracht. Der macht das normalerweise das liegt ja nicht vor der gerade mehr. Kamera. Okay, der ist ein Hercules Prima 5 Automatik und es lief gar nicht mehr. Dann habe ich festgestellt und habe mich der Sache angenommen, die wieder zum Laufen zu kriegen, weil der Jens wollte eine Runde Mofa fahren. Richtig, weil es ist nämlich diese Woche Ostern. Und ich wollte tatsächlich mit Martin gemeinsam, Nein! doch, Nein! mit einer kleinen Tasche oder sowas, einfach mal eine Runde fahren. So zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal Erbach oder so. Das haben wir noch nie gemacht. Und nicht tun? ernsthaft nicht? Ich fahre doch mit dem Mofa nicht nach Erbach. Ja, oder nach Umstand oder so? Warum? Sag, wieso? Es ist Ostern. Ich hoffe, dass ihr alle weg seid, dass ich in Ruhe schaffen kann. Hey, Das ist traurig. Ja, bin ich, aber kannst du das bitte vor der Kamera nicht sagen, weil es wirklich traurig ist, dass mein Bruder nicht mal mit mir eine Runde Mofa fahren. Warte, ich klär das für dich. Martin, jetzt sei doch nicht so, komm. Hat er sich selber zuzuschreiben? Warum denn jetzt? Ah, ja. Komm. Was soll ich denn jetzt sagen? Gäuse, hier macht er noch auf Competition, muss in 6 Wochen fertig sein. Und jetzt will er an Ostern nach Umstadt fahren mit 2 Mopeds, die locker mal 4, 5 Jahre nicht gelaufen sind. Ich sehe es kommen, wir fahren, bleiben irgendwo stehen. Es ist genervt. Dann packt er aus seinem Rucksack, packt er sein Weizen aus, hat ein eigenes Glas. Halt die Fresse, wenn ich rede. Es ist genervt. So. Wie als wenn wir im Saarland sind. So. Ist gut Und dann später. stehen wir an irgendeinem Fahrradweg mit abgelaufenem Mofa-Kennzeichen hinten drauf, mit Weizenbier und dann sehe ich mich das Ding schieben, Justin. Okay. Soll ich dir weiter erklären, warum? Nein, ist alles gut, okay. Ja. Alles gut. Fährt doch. Oder es ist gerade fast abgefackelt, wie du hier reingefahren bist. Nein. Du hast Benzin angezündet. Digga, Da es wär hat gar dein nichts. Würmer schon gequalmt. Ja, der wird halt schnell warm und dann verdunstet es halt, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe schon Ja. Schlimmeres gesehen. Ich habe auch noch da hinten einen Mofa stehen. Ja? Ja, Soll ich- aber Zweigang. Ja, ich soll auch ich mal noch danach mal. gucken, ob das geht. Ey, fahrt ihr jetzt ein Rennen oder was? Das Die geht, zwei? das geht ab wie Lotsche, geht es. Alter, auf was jeden du Fall- jetzt renne, geht dein Bruder da draußen auf der hauseigenen Ja, also Rennstrecke. erstens ist das Gang schneller, aber Ist was schneller? das Gang ist auf jeden Fall schneller wie das. Aber dafür kann ich es anrennen. Das kann der Martin nicht. Nur Mut. Wir Ey, machen ey, mit Leute. Start. Leute, gib mir das mal. Ich will sehen, wie ihr gegeneinander fahrt. Also, Kinders der Nacht. Wie sich das von Mofa gehört, muss immer ein Schalchen drunter, weil das ist ja alles voll. Hier haben wir Hercules Prima 5, Zweigang, Schalter. Und ich habe das schon so ein bisschen gemacht. Ich habe das für fette, extra verstellbare Federbeine. Alter. Ja. Vorne Stutzbügel dran, ein gescheites Spiegel unten liegen, hab mal ein neues Sattel drauf. Und jetzt muss man mal gucken, ob das Ding halt angeht. Ne? Soll ich dir was sagen, Martin? Ja? Ich bin in meinem Leben noch nie Mofa gefahren. Du fährst gleich mal hinten drauf mit, ha? Ich mit dir? Hey, du mit mir? Soll ich dann Jens ausbremsen? Was wir auch schon gemacht haben, wir haben versucht, uns immer mal gegenseitig runterzukicken. Aber, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Jetzt sind wir alt. Jetzt sind wir alt. Erstmal ein bisschen Bumba. Mal gucken, ob das angeht hier. Warte mal, ich hab einen Krampf in der Hüfte. Ich hab's halt die Fresse. Geh weg jetzt, Alter. Was hast du? Den Krampf in der Hüfte gekriegt. Was sagt ihr das? Der Krampf in der Hüfte. Der sagt mir, dass ich alt geworden bin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das angeht. So geht es an. Hey, zweite Gang! Zweite Gang! Ich kann nicht mehr. Ja, du brauchst mal Luft. Luft für die Fetten und los geht's! Go, 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 go!
Buchse eng. Wie sieht's aus? Warte! Ich hab du bist noch drauf. Bist du bereit? Ja! Bist du bereit? Auf geht's! Los! Oh, hast du wie gemacht? Also! Herkules, Vorgang! Hey, die Konkurrenz kommt. Oh Scheiße, Alter, wer kommt da jetzt? Bin du bereit? Bruder, ich hab fast ein Ready gerade gemacht, bin vom Moment geflogen. Wo fahren wir denn hin? Hey, von da nach da. Ja, stell in die Autos rein. Nee, warte, hier ist Ziel, okay? Max muss aber die Unterhose schwingen. Was mit unserem Helm? Sag mal Unterhose. Ihr braucht nur Helme. Warum? Weil's gut aus. Grundstück. Ja, ich weiß, aber es sieht gut aus. Ja, das geht ab wie die Sau. Ich hab's ja getunt. Oh, jetzt ist ein bisschen Dings, ne? Dann Gas. Ich denke, dass die Tröte ist noch Es drin. ist warm jetzt. Ja. Ja, die Tröte habe ich hier reingemacht. Für weniger Knettern, aber mehr Gas. Für mehr Unterdruck. Achtung! Da ist noch mein Schlüssel drin. Pass auf, ich habe einen richtigen Oldschool-Helm. Mit Lederhaube und sowas. Guck mal da rein. Noch 70er. Bequem. Geil, Alter. Warte, ich muss erst wieder anmachen. Hast du den Benzinhahn aufgemacht? Was macht er denn? Okay. Seid ihr jetzt bereit, ja? Wenn der Lappen den Boden berührt. Und los! Nein! Ah! Ja! Ja, und was machst du jetzt heute noch? Erzähl. Außer gut dastehen. Digga, passt mal auf. Ja, okay. In der Hälfte da draußen, ne? Ja. Wenn die montags anfangen zu arbeiten Ja, und sonntags aufhören. ja. Das, was die in der Zeit schaffen, mache ich von Mittwochmittags bis Mittwochnachmittags. Also erzähl mir nicht, was ich hier jetzt noch mache. Okay. Du hast doch gehört, das Auto muss in ein paar Wochen fertig sein. Das sieht nicht so angenehm aus. Ne? Man muss ja sagen, das Auto ist erste Hand. Das war von einer älteren Frau, die hat es jahrelang gefahren. Natürlich hast du überall Parkrempler, du hast überall Rost. Der sieht innen nicht so toll aus. Und dann willst du mir jetzt sagen, was ich mache, Justin. Was soll ich machen? Ich werde mich da jetzt auch in die Kiste dann knien, muss mit dem Lackierer sprechen, muss mit dem Motorbauer sprechen, muss überlegen, was für ein Fahrwerk. Die Querlenker hinten sind abgerostet. Natürlich gibt es für ein Quattro hinten keine Querlenker, kriegst du sau schwer, sind mega teuer, musst du da was überlegen. Was soll ich jetzt machen? Ich setze mich wieder auf die Couch, nimm den Hund auf den Schoß, schwätze ein bisschen mit dem Katze und lass den Montag ausgehen. Ist doch wie Neues Fahrzeug. Ja, dann habe ich noch so Leute, die kommen von der Seite mit ihrer Ralph Lauren Polo Cap, weißt Ja, du? super. Und heben auch die Haube auf, hier fällt alles Öl ab ist auch drin. Ja, Hier? Dankeschön, das ist aber ein Kopf. und sagt, sieht aus wie neu. Ja, willst du das jetzt wieder einbauen oder nicht? Das hast du gut gemacht. Martin, Was? hier ist Rost an der Heckklappe. Hör doch bitte auf. Guck mal, du baust sogar schon den Handschuhfachdings ab. Jetzt ist der Handschuhfachdeckel hier komplett lose, mit einem losen Sitz. Ich habe aus Quattro-Emblem kaputt gemacht. Das ist no schlecht. joke. Das ist schlecht. Ja, es tut mir auch leid. Das, aber ich hab's ja, das interessiert mich nicht, ob das dir leid tut oder nicht. Wir brauchen halt ein neues. ja, aber wir hätten es doch eh schwarz gemacht, oder? Warum? Ey, du wolltest doch keine silbernen Embleme mehr. Wie sieht denn das Emblem aus? Ja, Silber. Ja, wenn du es kaputt gemacht hast, zeig mal. Oder es hängt Ich noch hab's mir dran. da so ein bisschen dran geschoben. Justin, guck. Aber ich war mit Draht dran und trotzdem ist das Dings. Ja, dann brauchen wir halt einfach ein neues. Das ist da abgebrochen, aber ich hab's einfach dran geschoben. Ah, du
Was ist das? Nee, aber die müssen also schwarz, auf jeden Fall schwarz. Oh, jetzt ruft der Lackierer an. Faruk! Hallo, Hallo! was haben Sie für Probleme schon wieder? Ah ja, guck mal, pass mal auf. Einmal groß. Ich soll dir einen schönen Gruß vom Jens sagen. Ja, schön, was sagen. Es ist so, ich habe dir ja das Video schon mal zugeschickt von dem Competition. Ne, der ja in 5-6 Wochen fertig sein muss für die Tuning World. Ja. Mit Fahrwerk, Reparatur, Folie, dies, das, Ananas. Ja? Ja. Und du weißt ja, wie es ist. Das Ding muss untenrum komplett gescheit lackiert werden. Ja. Max? Ja. Mal bitte kurz ruhig dazu hören. Immer Immer. macht ihr sowas. Ah ja, du weißt doch, wie es ist. Es gibt halt aber auch keinen besseren wie dich. Also pass auf. Was für ein Lügenmolch, Alter. Ja, ich muss mich ja irgendwo reinschleimen. Faruk, wann können wir den Ferrari-Kotflügel machen? Scheiß auf den Ferrari, das ist eh ein Dreckskann. Scheiß da drauf. Also, pass auf. Wann kann ich dir das Auto bringen, dass wir das lacktechnisch machen können? Ja, Also der ist rostig, da sind Dellen drin, der muss komplett untenrum lackiert werden. Also da muss volles Programm in kürzester Zeit. ja. Also wenn ich jetzt der Faruk wäre, würde ich sagen, niemals, Bruder. Du hast jetzt nichts Positives in irgendeinem Satz gesagt. Doch, ich habe den Faruk groß gelobt. Du hast jetzt gesagt, das muss schnell sein und das ist eine Dreckskarre. Was willst du noch? Am besten umsonst oder was? Nee, umsonst nicht, aber für eine Kiste Bier kann man das schon regeln. Also Faruk, pass auf. Ich weiß, du hast ja geschrieben, du bist ja dann erstmal im Urlaub, ne? Ja, richtig. So, das ist gut, das freut mich auch. Mega für dich, weil dann kannst du dich gut ausruhen. Ja, Und ich sag mal so, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst samstags, würden wir einfach mit dem Auto schon sonntags vor der Tür stehen. ja, machen wir so. Wo ist das Quattro im Leben? Weiß aber nicht, ob es das in Schwarz gibt. Wahrscheinlich AliExpress oder Temo oder so. Genauso wie das hier. Und das muss man abmachen und messen. Ja, das weiß ich nicht, ob wollen wir das überhaupt draufladen. Also Quattro würde ich auf jeden Fall drauf Nee, machen. ich finde, wenn das in Schwarz wäre oder auch in Carbon, wäre es, glaube ich, geil. Wollt ihr jetzt Sachen bei Temu und AliExpress bestellen und das Auto hier tunen oder was? Ja, machen wir auch. Tatsächlich. Ich habe ja auch einen Bagger bestellt bei AliExpress. Das glaube ich erst, wenn er da ist. Ja, aber ich kann dir die Rechnung zeigen. Das sind 5.000 Euro Rechnung. Ich hab nämlich jetzt tatsächlich erfahren, dass so Sachen, die verschifft werden, gerade so Bagger, eigentlich eingewachst werden, damit die über das Salzwasser nicht so stark rosten. Aktuell hat unser Baggerverkäufer gesagt, Wie heißt der nochmal? Alex Ah, okay. aus Sichuan. Okay. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Oder hast du das rausgerissen? Weil das ist von Nee, ich habe die verschraubt. Schrauben wieder reingemacht, Ah ja. dass die nicht verloren gehen. Alter, nee, da ist noch kein High-Five-Wert, aber es war gut. Low-Fi? Nee, ja, okay. Da habe ich ja den Bagger gekauft, schaut in den Reels, Shorts, was auch immer an. Und den habe ich bezahlt und der soll vor der Tuning World noch kommen. Und wenn der kommt, ist unser Plan, dass wir den mitnehmen auf die Tuning World. Das würde ich sehen. Es gab noch mit Sicherheit kein Bagger auf der Tuning World. Was macht ihr da? Ich habe das ja schon erklärt, dass der Competition ja original eine Heckspoiler-Erhöhung hat, eine Abrisskante und sowas. Und wir haben jetzt einfach mal testweise die Erhöhung drunter gebaut und sieht schon geil aus. Also wenn du von hinten guckst. Von hinten ist geil, Alter. Ja, von hinten ist richtig brutal. Von hinten ist immer geil. Ja, ne. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, ne? Schon neue Auspuffanlage, Marleen, Fox, das brauchen wir da. Geile Heckblende, schwarze Embleme. Dann das Ding halt logischerweise mit Farbe und Logos und allem drauf. Wie sieht das mit der Abrisskante aus, Justin? Das sieht behindert aus. Ja. Anders fand ich es besser. Geil, aber ich machst du trotzdem drauf. Ja, klar, muss man halt sehen, wenn das lackiert ist halt und so. Das muss ja erstmal Ganz mal feingeschmackt werden. weit rausstehen lassen sogar. So irgendwie. Ja, das musst du aber erstmal sehen, wenn Feinspachtel drauf ist und so. Muss man erkennen. Okay, nehme ich. Was man heutzutage alles aus GFK nachbauen kann, ne? Oh ja, da kann man noch viel mehr nachbauen. Ihr macht mal was gemeinschaftlich. Schön halten und Faden ziehen ist alleine immer schwierig. Ich habe auch auf die Hand in der Hose. Ja. Komm, dann probieren wir es auch gleich, ne? Ja, das wird perfekt gehen, ja.
Sogar mein Finger verbrennt. Ja, du musst nur sagen. Ja. Voll. Ja. Gesteckt. Kommst du da rein? Geklebt, nee. Geklebt ist es auf jeden Fall nicht, weil ich merke den Steg. Das kenne ich. Oh, das ist böse. Schön reingeschnitten, guck mal. Ei, Janem. Passiert. Ja. Aber ich glaube, es ist gesteckt. Ja, okay, dann lassen wir das erstmal. So, Abschluss für heute. Leute, wir sind ein bisschen weitergekommen im Audi, den haben wir angefangen. Mofas laufen jetzt, also da werden wir an Ostern vielleicht mal einen kurzen machen. Ja, also hat wieder Bock gemacht. Wir sind am Start. Die Karre, da geht's beim nächsten YouTube weiter. Also auf jeden Fall dranbleiben. Lasst ein Like da, abonniert und seid mit dabei, wie wir die Karre für die Tuning World fit machen. Abonniert mich! Ne, du bist Sujuk, auf jeden Fall. Das macht ja auch dieser eine Koch. Abonniert mich! Noch ein bisschen Zwiebel rein. Abonniert mich! Ich fand's lustig. Ciao. Ich fand's nicht lustig, aber war gut.